So, heute ist der 24. Mai 2019 und das ist ein ganz besonderer Tag, denn vor 3 Jahren haben wir Schlüssel von unserem Apartment die Vermieterin zurückgegeben haben. einen Moment. Gleich erfahrt ihr es. Super viele LKWs heute unterwegs. Jetzt, schnell. Vor 3 Jahren haben wir Schlüssel von unserem Apartment abgegeben, haben uns auf die Räder gesetzt und sind seitdem los. Vor 3 Jahren sind wir losgefahren. Juhu! Wow, unser 3-jähriges Jubiläum heute auf der Straße. Ziemlich genial. Bis vor kurzem war die Straße auch noch schön ruhig und gemütlich, sodass wir den Tag sehr genießen konnten. Jetzt kommen gerade gut ein paar LKWs. Ja, so schaut's aus. Unser alltägliches Leben hier auf der Straße. Uiuiui. Jetzt kommt hier echt ein ganz guter Schwung. Naja, wir haben ein geiles Video gemacht. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben einen kleinen Trailer dazu auch gemacht, den haben wir auf Instagram und Facebook laufen lassen. Den zeigen wir jetzt einmal kurz. Ja, so schaut's aus. Ziemlich coole Nummer, würde ich sagen. Und guckt euch unbedingt das ganze Video an. Eine kleine Zusammenfassung der letzten 3 Jahre. Ja, eine unglaubliche Zeit. Ich denke, viel mehr muss man jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ihr wisst das ja auch alles, denke ich. Super, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre. Absolut. So, der nächste Tag. Also 3 Jahre lang sind wir mit unseren Rädern gefahren, ohne dass eine Speiche kaputt gegangen ist. Und heute, wenn es der erste Tag Im neuen Jahr, genau. Also ja, 3 Jahre hat es gehalten und 3 Jahre und 1 Tag. Jetzt ist die erste Speiche kaputt. Das heißt auch das erste Mal, dass wir es reparieren müssen. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ja, wir müssen jetzt das Rad ausbauen, den alten Nippel hier rausholen und eine neue Speiche und einen neuen Nippel einziehen. Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Gut, das hat auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut geklappt, auch relativ schnell. Uff, ganz schön heiß, ordentlich am Schwitzen, aber nee, ich glaube, ja, alles gut. Speicher ausgewechselt. Zwischendurch dabei auch noch einmal die Ketten sauber gemacht und nachgeölt. Das haben wir auch ein bisschen lange vielleicht nicht gemacht, das tat mal wieder Not. Ja, super. Packen wir die Sachen und jetzt weiter. Machen gleich Mittagspause, glaube ich auch. Ja, und das sind noch ungefähr 70 Kilometer bis zu einer Stadt, die heißt Guanyuan. Und da wollen wir heute ankommen. Da haben wir ein Couchsurfing-Host und wollen duschen. Polen. Eine Polin. Ja. Die da ich auch als Lehrerin Genau, arbeite. als Englischlehrerin. Ja. Sind gespannt, freuen uns.
Jetzt sind wir mal wieder auf einer brandneu gebauten Straße gelandet, die noch gar nicht richtig eröffnet ist. Da hinten war so eine kleine Absperrung, wo man halt nur mit dem Motorrad oder halt in unserem Fall mit dem Fahrrad durchkommt. Jetzt haben wir hier eine schöne, große, vierspurige Straße, ganz für uns alleine. Es sind noch knapp 40 Kilometer, glaube ich, bis Guangyuan. Das sollten wir alles problemlos schaffen heute. Ziemlich cool. Ja, die Speiche scheint auch alles gut funktioniert zu haben. Läuft rund das Rad. Genau, Mittag haben wir eben auch gegessen, haben wir auch nicht gefilmt. Was gab's? Reis mit Tofu in Chili-Soße und dazu Pak Choi. Pak Choi, genau. Ja, es war ziemlich gut. Noch eine extra Portion Reis bekommen, das ist auch immer ziemlich cool. Man kann echt so viel essen, bis man satt ist. Ja, was halt Sinn ergibt. Meiner Meinung nach, weil jeder Mensch halt irgendwie doch unterschiedlich ist und wenn jeder im Restaurant irgendwie die gleich große Portion bekommt, ist das irgendwie doch leicht bescheuert, aber naja, wie dem auch sei. Gucken mal, wo wir hier jetzt mit der Straße hier ankommen. Ja, fährt sich ganz gut. Durch den Bintal-Tor müssen wir. Wir haben eine genaue Beschreibung von unserer Couchsurferin Monika bekommen, wie wir ihre Adresse finden. Und zwar, wir müssen durch so eine ganz kleine Gasse gehen. Rechts ist die Bäckerei. Danach kommt so ein Metalltor mit einem blauen Dach. Und dann irgendwie durch die Garage und dann zum 3. Stock. Aber wir schreiben hier auch, dass wir gleich da sind und dann holzen wir uns vielleicht ab. I think, yeah, we arrived. We are in the alley, right of the bakery. Okay, gut, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben gerade rechts und links verwechselt. Wir sind in eine kleine Gasse links von der Bäckerei gegangen. Wir sollten rechts von der Bäckerei. Oder links. Olga. Weggegangen. Keine Antwort. Olga, wir sollten rechts von der Bäckerei. Rechts von der Bäckerei ist keine Tür. Rechts ist die Bäckerei, steht einfach. Also rechts ist die Bäckerei und links ist der Durchgang. Oder was steht da? In der Mitte ist ein Durchgang. In der Mitte? In welcher Mitte? Da stand rechts von der Bäckerei ist ein Durchgang. Ja, rechts von der Bäckerei, aber jetzt sind wir doch links von der Bäckerei. Nein, warte mal. Vergisst du mich. Da stand, dass da ein Durchgang ist und rechts ist die Bäckerei. To get to my flat, you have to go inside the small alley on the right of the bakery. Ja, on the right of the bakery. Und wir sind on the left of the bakery. Das ist da, das Ding vielleicht, da die Straße. Aber da gibt es keine Allee, Keine was? keinen kleinen Durchgang. Ein Alley, achso. Ja. Da ist irgend so ein Druckerladen, so ein Copyshop. Vielleicht das hier? Hier ist auch ein Kuchenladen. Hier sind überall Kuchenläden, das ist das Problem. Ist da eine... Genau, guck mal, ob da eine Garage mit einem blauen Dach ist.
Ah, das ist auch alles blaues Dach. Aber die Adresse sonst auf Chinesisch? Uiuiui, mal gucken. Ja, das altbekannte Kuchenladenproblem. Rechts neben dem Kuchenladen. Es sind überall Kuchenläden. Jetzt schreibt sie. Ja. Soll ich hier einfach mal Unser Standort schicken. to the bakery door. Ja, okay. The bakery or the cake store? The cake store. Genau. To the bakery. Mal gucken. Aber da ist 328. Sind wir denn in der richtigen Straße? Sie schreibt, I'm at the bakery entrance. We don't know where we are. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier meinen Standort senden kann. Aktuellen Standort senden. Geht das? Ja, wir müssen auf dieser Wen Hualu Straße sein. Wen Hualu. Ja. Ach so. Ja, dann sind wir falsch. Ja. Wir sind wieder auf die falsche Straße gefahren. Wieso haben wir... Wir brauchen diese Wen Hualu Straße. Sorry, one moment. Ne, das ist eine Aktion hier. Sonst haben wir eigentlich keine Probleme zu navigieren, aber... Ach so, wir müssen noch eine weiter. Okay. Überall die falschen Kuchenläden. Hier ist eine Bäckerei. Guck mal. Ja, hier ist es. Jetzt sind wir... Und hier ist auch die... Aber jetzt... Oh nein. Jetzt wartet sie schon nicht mehr vor der Bäckerei. Eng Medal Bakery hat sie auch geschrieben, ja. Jetzt sind wir richtig, aber jetzt ist sie irgendwie uns entgegengelaufen wahrscheinlich. Und wir haben uns verpasst und jetzt wird meine Nachricht auch nicht geschickt. Na gut, aber das kriegen wir jetzt gleich hin. Okay, nächster Morgen. Ja, die letzten Stunden wart ihr jetzt nicht dabei. Das war ziemlich witzig, ziemlich spontan alles irgendwie, überraschend. Also ja, wir haben Monikas Haus letztendlich gefunden und hatten eine super Time, eine super Zeit, das sei mal vorweg gesagt. Wir haben uns erst ein bisschen nett unterhalten und sind dann irgendwann losgegangen, um was zu Abend zu essen. War ja ein kleines, schönes Restaurant, ganz easy. Und danach sind wir in eine Bar gegangen und da ging es dann los, irgendwie in der chinesischen Bar. Weiß ich, da waren echt durchaus ein paar Leute, es war alles super modern und so weiter. Und du bestellst dann irgendwie direkt 12 Bier oder sowas, das ist irgendwie das Minimum. Und dann stehen alle Tische irgendwie voll mit Bier und alle sind irgendwie super schnell am Trinken, also fast so ein bisschen irgendwie was Hektisches. Also es muss unbedingt dann schnell getrunken werden und geraucht werden. Und dann ist alles auch ziemlich unordentlich irgendwie, es wird der ganze Müll und die ganzen Zigaretten und so weiter wird irgendwie alles auf den Boden geschmissen. Ist alles wild und durcheinander. Aber es war schon ziemlich witzig und dann sind
zwei chinesische Freundinnen gekommen von Monika. Und die haben dann irgendwann vorgeschlagen, dass wir doch in die Karaoke-Bar gehen sollten. Das haben wir dann auch gemacht. Dann waren wir in der chinesischen Karaoke-Bar. Und haben Beatles gesungen. Haben Beatles gesungen, ja, wir waren ziemlich gut natürlich. Ja, brauchen wir keinen Videobeweis für, wisst ihr, wir sind ziemlich gut. Da wurde dann weiter getrunken und waren unterschiedliche Leute irgendwie da. Wir waren irgendwie in so einem kleinen Raum, du mietest dir dann irgendwie so einen kleinen privaten Raum, wo du dann irgendwie mit, weiß nicht, 5, 6, 7, 10 Leuten irgendwie oder was auch immer irgendwie sitzt und trinkst und irgendwie auch isst. Und zwischendurch immer mal einen Song trällerst irgendwie und ja, die Leute waren halt auch super heiß darauf, irgendwie die ganze Zeit mit uns zu trinken und so weiter. Also wir haben schon echt gut was getrunken. Das Gute ist, dass es alles nur so ein Lightbier hier ist, also du kannst das einfach reinkippen, du schwitzt das im Endeffekt irgendwie wieder aus. Und ja, dann sind wir irgendwann um 1 Uhr oder so, glaube ich, nach Hause. Haben noch irgendwie ein paar Wodka getrunken, Wodka hoch. Uns noch weiter unterhalten. Also ja, Monika ist hier seit 2 Jahren in der Stadt in Guangyon, spricht auch fließend Chinesisch, was auch super beeindruckend war. Und sie konnte uns dementsprechend auch richtig viele Sachen zeigen. Irgendwie heute Morgen waren wir irgendwie geil frühstücken und haben was richtig Leckeres bekommen. Irgendwie so eine heiße Sojamilch gibt es hier überall in China, das wussten wir noch gar nicht so richtig. So eine gefüllten Teigtaschen mit Tofu und Gemüse und so weiter. Also richtig, richtig lecker, das war richtig gut. Super, eine richtig geile Couchsurfing-Erfahrung wieder. Ja, leider nur irgendwie 1 Tag. Ich glaube, wäre auch witzig gewesen, noch einen Tag länger hier zu bleiben. Aber ja, wir haben halt leider ein bisschen den Zeitstress hier. Wir müssen jetzt weiter. Es ist jetzt auch schon 12 Uhr oder so, glaube ich. Ja, es ist genau 12 Uhr. Die Sonne knallt runter, es ist wieder super heiß. Ja, es geht jetzt wieder weiter Richtung Norden, weiter in die Berge zum Glück. Also das kühlt dann hoffentlich die nächsten Tage wieder ein bisschen ab. Mal gucken, wir sind gespannt, was uns weiterhin erwartet. Es ist sehr, sehr intensiv und sehr, sehr abwechslungsreich hier in China, absolut. Das sei gesagt, oder? Ja. So, das war der allererste Testflug mit der Drohne. Das hat ziemlich viel Spaß gebracht. Bin hier nur relativ niedrig lang geflogen. Wollte jetzt direkt an der Hauptstraße, aber irgendwie nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen und so weiter. Und ja, auch einfach erstmal nur ganz einfach ausprobieren, also ein bisschen hoch, runter, ein bisschen seitwärts. Ja, nichts Besonderes, aber ich werde weiter üben und ich denke, da werden wir richtig viel Spaß mit haben und ein paar richtig, richtig coole Szenen mitdrehen können. Geiles Geschenk. Geiles Geschenk. Das haben wir nämlich von Olgas Mama geschenkt bekommen quasi. Wir haben die in Chengdu gekauft quasi, ja, wir selber, aber es war halt ein Geburtstagsgeschenk von Olgas Mama. Für mich, aber auch für Olga. Ja, für uns beide. Für uns beide, ne? Genau, also Olga hatte Ende April Geburtstag, ich hatte jetzt Ende Mai Geburtstag. Ich hatte Geburtstag. Ich habe Ende Mai Geburtstag, ich habe in 2 Tagen Geburtstag. Ein vorläufiges Geburtstagsgeschenk. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr tolles Geschenk. Ich freue mich. Mit Pilzen, Paprika, Auberginen, Tomaten, nur die guten Sachen, Bohnen.